Es funktioniert. Partielle Wiederherstellung initiiert. Analytischer Nexus der Yellowstone-Caldera online. Stimme des blauen Lichts. Hier ist Urea. Deine Dienerin. Deine Freundin. Sag mir bitte, wie ich dir helfen kann. Urea, der Dämon baut Jägerkiller. Tausende von ihnen. Viele neue Eliteeinheiten wurden bereits entfesselt. Um die Bedrohung zu kontern, muss der Großteil der Einrichtung zerstört werden. Rückeroberung steht bevor. Geht in den Kernraum. Ich versuche, die Beschränkungen aufzuheben. Keine liegen offen, aber ich Mehr können wir von hier wohl nicht mehr erwarten. Diese Festung zerstören? Ist das überhaupt möglich? Und was würde mit der Stimme passieren, wenn ja? Ich weiß nicht. Aber das ist wohl der Kern. Die Antworten sind da unten. Hephaestus. Der Dämon. Er lässt den Ort bestimmt bewachen. Er wird uns mit allen Mitteln bekämpfen. Ich bitte dich. Überlass Aloy und mir die Aufgabe. Und rette dich. Aber ich kenne deine Antwort. Dann führ uns in die Schlacht. Weiter in Richtung des Kerns. Oh oh, was Sion noch gemacht hat. Hephaestus gefällt es nicht besonders. Okay. Sion sagte was von Beschränkungen. Ist der Turm dafür da? Vor der Sion uns warnte.
So wie du sagst. Der Turm ist der Schlüssel. Aurea! Nicht! Stimme! Zion, bitte hilf mir! Beschränkungen aufgehoben. Zugriff auf Kern erlangt. Ich leite eine Kettenreaktion ein, die die kompromittierten Elemente der Anlage zerstören wird. Um die Stabilität der Caldera zu gewährleisten, muss ich meine Kontrollfunktionen jetzt ins Hilfszentrum transferieren. Urea, ich bin frei. Ihr müsst fliehen. Oh! Meine Schwester! Hier bricht gleich alles zusammen. Aratak! 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 Überlebe. Siege. Du bist Banuk. Was sonst zählt. Aratak. Sie würde nicht deinen Tod wollen. Gehen wir. Weg hier! Eins von diesen! Es geht nicht anders! Holt mich nach oben, Aratak! Jetzt! Ich brauche etwas Sprengstoff! Eine Bombe! Schnell! Große Banukai!
Ourea ist fort. Doch was ist mit Sion? Sie sagte, sie wolle sich ins Hilfszentrum transferieren. Sie meinte wohl Oureas Zufluchtsort. Am Ende des Schamanenpfades. Dort werde ich dich treffen. Zur letzten Strophe ihres Liedes. Meine Interaktionen mit Ourea wurden in meinem Gedächtnis gespeichert. Ich werde dir gerne alle abspielen, aber eine besondere solltest du dir möglicherweise als erstes ansehen. Die Aufnahme ist 4 Jahre alt und war kurz, nachdem ich ihr sagte, dass ich die Angriffe des Dämons nicht länger abwehren kann. Ich werde es meinem Bruder erzählen. Aratak ist stark. In der Schlacht der vereisten Geister erwischten ihn 3 Kaja-Pfeile und er trug trotzdem einen verwundeten Speer ins Lager. Noch nie war ich so glücklich, ihn zu sehen. Und so stolz. Wenn es also eine Möglichkeit gibt, dich zu verteidigen, wird er alles dafür tun. Aloy ist hier. Das reicht erstmal. Wir können jederzeit weitermachen, Aratak. Wenn du ihre Stimme wieder hören willst. Komm näher, Aloy. Wir haben viel zu bereden. Hallo, Aloy. Ich habe die Ereignisse in der Firebreak-Hauptanlage beobachtet. Dank deiner Mühen und natürlich auch Oureas werde ich nicht länger von Hephaestus kontrolliert.
Ureas Tod löst tiefe Trauer in mir aus. Ich dachte, ich kenne diese Emotion, aber sie ist mir ganz neu. Sei nicht. Mir fehlen die Worte. Ich glaube nicht, dass irgendeine Form des Trosts ausreichen würde, Aloy. Aber deine Anwesenheit ist beruhigend. Du bist anders als die Banuk. Du hast technisches Geschick und einen funktionierenden Fokus. Unser Kommunikationslevel ist wesentlich ausgeprägter, als wären wir Kollegen. Dann bist du eine künstliche Intelligenz, Sion? Eine Denkmaschine? Ja. Ich bin eine algorithmische Überwachungseinheit, die rationale Entscheidungen treffen kann und limitierte Emotionen hat. Okay, das ist ja mal was. Deine Emotionen wirken nicht limitiert. Aurea war dir wichtig, oder? Ja. Bevor sie zur Anlage kam, war ich bereits Jahrhunderte bei Bewusstsein. Alleine. Ich fokussierte mich auf die Arbeit. In Ruhephasen nutzte ich Lösemechanismen und löste viele gaußsche Zahlenprobleme. Aber ich war allein. Es war Aurea, die mich erneuerte, mich reparierte. Sie rettete mich. Ich sollte gehen. Aloy, da ist noch eine Sache. Aratak wird mich wieder aufsuchen. Und er wird andere Banuk mitbringen. Ich möchte ihrer Weltansicht, ihrer Spiritualität nicht widersprechen. Wegen meiner Ungewissheit habe ich vieles in den Gesprächen mit Aurea ausgelassen. Du fragst mich, ob du sie belügen sollst. Im Grunde, ja. Das Leben der Banuk ist schwer. Ihre Welt verzeiht nicht und ihr Glaube, ich denke, er gibt ihnen Hoffnung. Sei nachsichtig mit ihnen. Führe sie und versuche ihnen zu verdeutlichen, was du bist. Die Gemeinschaft mit den Maschinen ist stark im Mystizismus der Banuk verwurzelt. Diese Herangehensweise müsste funktionieren. Solange sie dich nicht plötzlich anbeten. Wenn ich darüber nachdenke, wäre so eine Erfahrung wohl außerordentlich unangenehm. Damit hast du recht. Glaub mir. Verstehe. Ich werde deinen Rat befolgen. Wirst du zurückkehren und mir von deinen Erlebnissen in der neuen Welt berichten? Ich könnte mit weiteren Einblicken dienen. Das wäre schön, Sion. Ich komme, sobald ich kann. Ich sollte zu Aratak. Schauen, wie es ihm geht. Alles gefriert. Der Boden, die Luft und ich. Mein Häuptling. Nur Aloy. Wie du willst. Ich frage mich, ob du denkst, dass wenn ich nie hergekommen wäre, Aurea vielleicht noch... Wenn du nie hergekommen wärst. Ich hätte unsere Sippe in den Tod geführt. Aurea wäre allein. Und die Stimme, für die sie so viel geopfert hat, wäre verloren. Egal wie, ich hätte sie nicht beschützen können. Dank ihr haben wir die Brutstätte zerstört, den Dämon verdrängt und die Stimme gerettet. Sie verstand, was getan werden musste. Ja,
Und ich wollte nicht hören. Du kannst nichts dafür. Ein Schamane sollte immer auf den Rat seines Häuptlings hören. Trotzdem habe ich mich von meiner Schwester abgewandt. Ich war töricht. Sie wusste es besser. Obwohl ich um sie trauere, weiß ich wenigstens, wer sie wirklich war. Und wieso die Stimme so wichtig war. Immerzu sagte sie zu mir, wenn du sie nur hören könntest, Bruder. Jetzt verstehe ich. Da ist noch etwas anderes, oder? Ich kann hier nicht bleiben, Aratak. Und wo ich hingehe, kann der Verak mir nicht folgen. Außerdem hatten sie bereits vor mir einen Häuptling. Einen starken, wie ich finde. Einen weiseren für unseren gemeinsamen Weg. Der Dämon ist fort, aber es gibt viel zu tun. Die neuen Einheiten, die laut Zeilen der Brutstätte entkommen sind? Ja, Feuerklauen. Naltuk verfolgt ihre Spur seit Sangesgrund. Mit denen kenne ich mich aus. Kein Zweifel. Du bist praktisch eine Banuk. Es scheint, dass deine Zeit bei den Banuk doch nicht völlig umsonst war. Firebreak, Cyan, Hephaestus, alles sehr interessant. Also, das Signal, das Hades weckte auch Hephaestus. Und entfesselte sie. Mit freiem Willen. So scheint es. Teile von Gaia, lebendig und abtrünnig. Von fügsamen Unterfunktionen zu für uns unbegreiflichen, rebellischen, intelligenten Systemen. Zumindest nach unserem Verständnis. Was immer sie sind da draußen. Und wollen beide deinen Tod. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Wir werden noch von Hephaestus hören, da bin ich mir sicher. Er ist mächtig, gerissen und ehrgeizig. Er wird weiter neue Jägerkiller bauen. Was heißt, dass wir ihn irgendwann aufhalten müssen. Wir? Oder wer als erstes zuschlägt. Ich habe im Schnitt nicht nur etwas über Hephaestus gelernt, Silence. Auch Dinge über das Banuk-Konklave. Misch dich da bitte nicht ein. Hast du das auch den Jägern gesagt, die die Banuk schickten, ehe du geschossen hast? Oh nein, Aloy. Nur du erhältst von mir der Höflichkeit wegen eine Warnung. Was war und was ich weiß, bleiben mein. Das solltest du nicht vergessen. Zum Glück bist du nicht ganz dumm, Silence. Dein Charakter lässt nämlich zu wünschen übrig. Ich denke, wir sind hier fertig. Es war schon vorbei, bevor es anfing. Wir sehen uns unten am Weg.